Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Heike Geppert. Ich bin die Teilprojektleitung für den Schwerpunkt Beteiligung der Stadtgesellschaft. Und in diesem Beitrag geht es heute um den Matthäus-Kirchhof Leipzig und vor allem um das Thema Beteiligung im großen Stil vor historisch aufgeladener Kulisse. Diesen Beitrag gestalte ich nicht alleine. Nein, ich habe mir zwei Expertinnen eingeladen. Und zwar sind das Maria Nobis von der Koordinierungsstelle Leipzig Weiterdenken und Lucy Schmidt vom Geodatenservice der Stadt Leipzig. Ich freue mich, dass ihr beiden dabei seid. Im Projekt Connected Urban Twins entwickeln wir gemeinsam urbane digitale Zwillinge für die integrierte Stadtentwicklung der Zukunft. Mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das, dass diese Zielgruppe zunehmend urbane digitale Zwillinge kennenlernt und sie speziell für die Stadtgesellschaft entwickelte Anwendungen nutzt. Ein beispielhaftes Vorhaben aus CAD, von dem der ein oder andere sicherlich schon einmal gehört hat, ist der Matthäus-Kirchhof Leipzig. Das weitgehend ungenutzte Areal des Matthäus-Kirchhofs mit einer Gesamtfläche von 1,9 Hektar soll in den kommenden Jahren ein lebendiges Quartier mit Bildungs- und Kultureinrichtungen, Flächen für kleinteiliges Gewerbe, Dienstleistungen, einem hohen Wohnanteil sowie ein Ort der gelebten Demokratie mitten im Leipziger Stadtzentrum werden. Die Leipziger Stadtgesellschaft wurde über einen umfassenden Beteiligungsprozess seit 2021 in das Vorhaben eingebunden und konnte dadurch an der Weichenstellung für die Zukunft des Matthäus-Kirchhofs aktiv mitwirken. Hier auf der rechten Seite sieht man einmal einen groben Überblick über den Verlauf seit 2021 bis 2024. Aber was uns eigentlich viel mehr interessiert, ist das, was die beiden Gäste hier dazu erzählen können. Deshalb geht meine erste Frage an Maria Nobis. Was machte diesen Beteiligungsprozess rund um den Matthäus-Kirchhof eigentlich so einmalig und außergewöhnlich? Ja, danke nochmal für die Einführung. Ich denke, du hast es schon gesagt, es ist ein besonderes Areal. Also es ist eben eine unbebaute Fläche noch in der Innenstadt Leipzigs. Das haben ja viele Städte gar nicht mehr so. Und das Besondere ist, da ist ja was drauf, aber die Gebäude sind quasi, oder das ganze Quartier wirkt sehr abgeschottet. Also im Moment kann man dort nicht durchlaufen, man hält sich dort nicht auf. Ich habe es auch erlebt, wenn ich dann privat erzählt habe, welches Projekt mich gerade begleitet, dann wussten viele gar nicht, Matthäus-Kirchhof, um was handelt es sich denn? Also zwar laufen viele Leipzigerinnen und Leipziger dran vorbei, aber es wird gerade nicht wahrgenommen. Und das Gebiet hat natürlich, du hast es so schön gesagt, viele historische Bezüge. Ne? Stadtgründung Leipzigs ist damit verbunden, eben die Matthäkirche, die den Namen dem Areal gibt, und aber auch später dann die Nutzung durch die Stasi und aber auch noch ein Arbeitsamt. Also das ist wirklich ein Gebiet mit verschiedenen Gebäuden, mit ja, schönen Zeitschichten, sagt man so gut. Und gerade ältere Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt haben verschiedene, wahrscheinlich selbst Erfahrungen gemacht damit. Und das ist schon besonders, weil das natürlich bei so einem Areal, was so aufgeladen ist, nenne ich es mal, ja auch eine besondere Präsenz dafür gibt, wenn dort jetzt was passiert. Also wir wussten, wir sind hier konfrontiert mit hohen Erwartungen und auch einem Anspruch an das Ganze. Das Besondere ist, dass wir hier doch auch aus dem Vollen schöpfen können. Das sage ich bewusst aus so einer Beteiligungsbrille, denn wir hatten die Chance, über die Förderung nationale Projekte des Städtebaus Fördergelder zu bekommen und wirklich damit auch größere Beteiligungsbausteine umzusetzen. Denn für Beteiligung brauche ich halt auch immer Geld, das muss man so sagen, und Ressourcen. Dann war es einfach ein Prozess, der wirklich auch groß kommunikativ begleitet war. Das hat es außergewöhnlich gemacht. Die Länge, du hast gesagt, du hast 21 gesagt, ich würde sogar sagen, wir können sogar 2020 schon starten mit den ersten Stadtratsbeschlüssen dazu, die ja immer Grundlage für alles sind. Und wirklich die Kommunikation über so einen langen Prozess aufrechtzuerhalten, das ist schon, was es besonders macht. Genauso, dass wir innerhalb der Verwaltung sehr viele Akteure hatten, die mitgearbeitet haben an dem Prozess, aber auch viele Auftragnehmer, Dienstleister, die mit drin waren. Also es war wirklich ein Riesenprojekt mit vielen Personen und Einheiten, die mitgewirkt haben. Jetzt aus Sicht des Stadtplanungsamtes war auch noch ein besonderes Thema.
der städtebauliche Wettbewerb, wir kommen ja nachher noch drauf, als ein zentrales Instrument, wurde geöffnet für Beteiligung. Und ein städtebaulicher Wettbewerb ist eigentlich rechtlich flankiert über die RPW, eine Planungsrichtlinie für Wettbewerbe, also quasi wie ein Regelwerk, wie so ein Wettbewerb abläuft. Und da ist Beteiligung nicht vorgesehen. Und hier hat man sich wirklich das erste Mal als Stadt Leipzig auf den Weg gemacht, um zu sagen, gemeinsam mit der Architekturkammer Sachsen, wie kann ich das öffnen für Beteiligung? Und das ist gelungen. Man hat sich verständigt und es gemacht und das war ein Riesenfund. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch für künftige Prozesse nutzen können. Und das ist sowieso, wir nennen das immer ein bisschen das Leuchtturmprojekt, also dass wir natürlich auch schauen, dass wir die Learnings aus diesem Prozess für weitere Themen nehmen können und also auch wirklich ein bisschen Beteiligungskultur an dem Projekt nach vorne bringen. Und deshalb sprechen wir ja auch heute, ich finde, die Verzahnung von digitalen und analogen Formaten haben wir hier natürlich von Anfang an mitgedacht und ist schon besonders. Danke dir, das klingt wahnsinnig spannend. Ich bin so ein bisschen an dem Thema der vielseitigen und vielschichtigen Akteure hängen geblieben und sicherlich wird die Zuschauer und Zuschauerinnen auch interessieren, wie es denn überhaupt möglich ist, so viele unterschiedliche Meinungen und Stimmen zu einem solchen mit verschiedenen Themen besetzten Ort zusammenzubringen. Wie habt ihr das geschafft? Wie ist da eure Vorgehensweise gewesen? Ich denke, das ist ja häufig bei Beteiligungsprojekten so das Erste. Es klingt immer trocken, aber es ist nun mal einfach das, dass man sich vorher genau überlegt, was soll eigentlich das Ziel sein und was ist der Handlungsspielraum für die Beteiligung. Und das ist auch, finde ich, ein besonderes. Häufig haben wir Planungsvorhaben, ja, das wird quasi vorbereitet und dann wird überlegt, okay, und wo können wir jetzt hier beteiligen? Was haben wir noch für einen Spielraum? Und natürlich hat man sich das hier auch überlegt, aber es gab noch einen Zwischenschritt und den möchte ich noch mal ein bisschen beleuchten. Das ist der Matthäkirchhof-Code als ein Papier, was entstanden ist. Quasi, das war die Basis für den Prozess. Und der wurde eben auch schon gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet in verschiedenen Formaten. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf. Aber dass das eben im Vornherein, also die Aufgabenstellung für den Wettbewerb wurde nicht von der Stadtverwaltung alleine gemacht, mit vielleicht irgendwie noch Gutachten, die dazu fallen, sondern wirklich man sich gesagt hat, okay, wir wollen schon die Pluralität an Themen, die da ist, dort mit reinbinden und hat sich also aufgemacht, das einzusammeln und wirklich eben eine Aufgabenstellung gemeinsam zu entwickeln. Und das ist in diesem AT-Kirchhof-Code passiert und damit konnte man dort viel einfangen und das muss man sich so vorstellen, in dem Papier wurden wirklich auch, ich sag mal, strittige Themen, die kamen, das ist vor allen Dingen der Umgang mit dem Bestand. Also mit den Gebäuden, die da sind, wegreißen oder komplett erhalten, Teilabriss. Das war so ein ganz großes Thema, was immer wieder aufkam. Das hat man in dem Matthäkirchhof-Code zum Beispiel als einen Punkt drin gehabt, dass man sagt, okay, wir geben hier nicht vor, was damit passieren soll, sondern wir geben das in die Hände der Planungsbüros, die dann da Entwürfe machen können. Und so gab es noch ein paar Punkte, die quasi, ich will nicht sagen, strittig waren, aber man konnte diesen Matthäkirchhof-Code, kann man quasi gar nicht eins zu eins übersetzen in Entwürfe, sonst hätte man eins geschaffen, ein anderes nicht. Also das war zum Teil widersprüchlich. Und aber das hat man zugelassen, hat gesagt, ja, wir wollen in dem Papier die verschiedenen Positionen drin haben und schauen dann, was die Planer daraus machen. Und das, denke ich mal, war ein ganz wichtiger Baustein. Und wir beziehen uns auch jetzt immer noch auf den Code zurück. Und das zeigt eigentlich, wie gut er angekommen ist. Dann ein zweites, ich habe es vorhin schon versucht zu sagen, natürlich eine klare Kommunikation im ganzen Prozess. Es ist ja häufig so ein Thema, wo beginnt Beteiligung, wann ist es nur Information und Kommunikation. Aber man muss natürlich sagen, für Beteiligung ist Kommunikation notwendig. Ich muss natürlich erstmal sagen, was ist überhaupt hier die Idee, was kann gemacht werden und dass man das die ganze Zeit aufrechterhält und das ernst nimmt, transparent zu kommunizieren, das ist, denke ich mal, ein Punkt. Und dann durch verschiedene Formate für unterschiedliche Zielgruppen an verschiedenen Punkten des Prozesses, würde ich mal sagen. Also wir haben ja auch immer Phasen gehabt, wo wir nochmal innegehalten haben und geschaut haben, okay, wir haben jetzt Ergebnisse erzielt aus den Formaten, wie nehmen wir die mit in den nächsten Schritt? Und das zu haben, das ist, denke ich mal, wichtig bei so einem langen Prozess. Ja. Man merkt richtig, wie froh du darüber bist, Teil dieses ganzen Prozesses gewesen zu sein und es auch immer noch bist. Und tatsächlich geht das dem Projekt CAT genauso. Und ja, ein Ziel des Teilprojektes Beteiligung der Stadtgesellschaft ist, wie du ja vorhin auch schon angerissen hast, die sinnvolle Ergänzung analoger Beteiligungsformate, Methoden und Werkzeuge durch neue digitale Formen der Zusammenarbeit. Und dadurch wollen wir versuchen, eine höhere Bandbreite an Zielgruppen zu erreichen. Deswegen würde mich jetzt an dieser Stelle auch noch interessieren,
Welche Methoden sind denn zum Einsatz gekommen und was lief dabei gut, was lief dabei vielleicht auch nicht so gut? Und würde da jetzt erstmal deine Perspektive einfangen und danach dann auch nochmal die von Lucy Schmidt. Genau, also es war eine Vielzahl an Formaten. Ich will hier ein paar Bilder mit zeigen, damit es vielleicht ein bisschen plastisch wird. Es ging los mit eigentlich einer Auftaktveranstaltung mit einer Podiumsdiskussion, wo erstmal die ganze Rahmung für den Prozess auch nochmal vorgestellt wurde. Hier sieht man jetzt schon ein Stück weiter, gab es auch Aktionstage. Das finde ich auch ein Besonderes, dass man auch gesagt hat, wir sind auch vor Ort, also wirklich präsent. Wie gesagt, es ist im Stadtzentrum, also eigentlich nicht zu verfehlen, aber eben es ist nicht so im Bewusstsein aller. Und da gab es dann auch noch mal Spaziergänge über das Areal. Es gab einen Audio-Walk, wo man sich mit den verschiedenen Nutzungen und der Geschichte des Gebäudes beschäftigen kann. Also das so ein bisschen als auch Begleitung für das Ganze. Wir haben auch an Datentischen gearbeitet, ja, und schon direkt auch mit den Personen quasi angeklickt, wo ist was verortet. Wir werden es nachher nochmal sehen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Mehrwert hier auch, ne, der technischen Seite, die wir hier mit dazugenommen haben. Hier konnte man sich informieren. Das waren die Aktionstage. Das ist hier ein Einblick in diesen Spaziergang vor Ort. Hier sieht man auch mal das Gebäude im Hintergrund, ist auch auf reges Interesse gestoßen. Hier genau war dann im Kupfersaal die Veranstaltung zu den Ergebnissen, die bisher aus der Beteiligung gekommen sind. Also auch immer wieder das Rückspielen, was ist bisher passiert und dann auch wirklich in großen öffentlichen Veranstaltungen das zu zeigen. Und da ist der Matthäkirchhof-Code, aber auf den würde ich dann später nochmal eingehen. Und was haben wir noch gemacht? Wir hatten auch Online-Umfragen, wir hatten diesen Online-Schauplatz, also das DIPAS, was zum Einsatz kam und Fachwerkstätten. Also wirklich, es war eine Bandbreite an Themen. Hier sieht man es nochmal, den Online-Schauplatz, der ist also relativ weit hinten in dem Prozess, wenn man sich das anschaut. Hier hatten wir also die Möglichkeit, dass wir die Entwürfe, die aus dem städtebaulichen Wettbewerb dann hervorgingen, zeigen konnten. Und da gab es eine kleine Umfrage dazu und man konnte eben auch kommentieren und da in Austausch treten. Also nicht nur einen Kommentar abgeben, sondern auch sich dann darauf wieder beziehen. Und das ist rege genutzt worden. Und das haben wir dann aber auch verzahnt mit noch einer Präsenzveranstaltung, wo wir quasi die Anregungen, die aus diesem Online-Schauplatz kamen, dann hier mitgenommen haben und dann doch mal in den Dialog live gegangen sind. Und das, glaube ich, ist eine Riesenchance gewesen, dass wir diese beiden Sachen zusammengedacht haben und daraus dann ein Destillat gezogen haben, was wir dann quasi an die Planungsbüros zurückgegeben haben. Und dann haben die Entwürfe nochmal überarbeitet. Also Idee war, die Anregung, die hier die Bürgerinnen und Bürger in den zwei Formaten Online-Schauplatz und Hofschau geben, mitnehmen in die weitere Überarbeitung. Und das ist auch gelungen. Wir haben auch gute Rückmeldungen bekommen von den Büros, dass es spannend war, sich auf den Prozess einzulassen. Gerade bei dem Online-Format gab es auch am Anfang ein bisschen Sorgen und Befindlichkeiten, weil natürlich auch da auch Vorschläge waren wie Komplettabriss und so. Das spielte dort wieder mit rein, diese Diskussion. Und aber hier dann, dass das wirklich als gewinnbringend erachtet wurde von allen, dieser Austausch. Genau, also diese Feedback-Möglichkeiten. Ja, und ansonsten, das ist jetzt kein Format im klassischen Sinne, aber für die Beteiligung auch ganz wichtig. Wir hatten in dem Preisgericht, also die am Ende entscheiden, über welcher Entwurf wird es nun, hatten wir auch noch ein sogenanntes ja, stadtgesellschaftliches Mitglied. Also aus einem Format, nämlich den Fachwerkstätten, hatten wir Personen gelost, die dann dort mit in das Preisgericht reingehen durften und quasi nochmal die besondere Rolle hatten, dass sie die Ergebnisse, die bisher im Prozess waren, aus Bürgersicht einbringen konnten, was sie auch sehr erfolgreich gemacht haben. Das vielleicht so zu den Formaten. Das 3D-Stadtmodell haben wir jetzt ja auch nochmal gesehen, das habe ich jetzt gar nicht nochmal groß angesprochen. Und ganz am Ende kommt dann auch noch die Ausstellung. Also wir haben die Entwürfe und den ganzen Prozess ausgestellt und hatten da die Chance, das auch nochmal mit einer VR-Anwendung, den Siegerentwurf zu zeigen. Und das ist richtig gut angekommen. Also wir haben gelernt, dass man alte Dinge auch begleiten muss. Es braucht immer die Personen, die das bedienen und vielleicht auch ein bisschen so der Eisbrecher sind und zeigen, hier, probieren Sie mal das. Aber war noch so ein bisschen mal gucken, wie es angenommen wird. Und auch, ich sag mal, durch alle Altersgruppen hatten Spaß daran und sind da wirklich direkt drauf zugegangen und haben es gemacht. Und das war richtig gut. Also, und wenn ich nochmal zusammenfasse, was ich denke, was an dem Prozess gut war, ist es wirklich eben diese Verzahnung von digitalen Formaten und analogen. Dann wirklich, wir haben einen sehr hohen Rücklauf an Feedback durch die verschiedenen Formate gehabt, die wir einspielen konnten, immer wieder in den Prozess. Das war ein Gewinn. Der ganze kommunikative Prozess, dafür gab es einen Preis, den German Design Award, also für die Kommunikationsstrategie für den ganzen Prozess. Das ist also, würde ich sagen, als Erfolg zu verbuchen. Und ja, der Matthäkirchhof-Code, ich habe es genannt, als ein Produkt,
was aus der Beteiligung gekommen ist, was uns weiter begleitet und was uns auch hilft. Und ja, eine besondere Aufmerksamkeit haben wir auch in der Fachöffentlichkeit für diesen ganzen Prozess erreicht. Also wir können sagen, einerseits gab es eine große Berichterstattung in den Tagesmedien oder den lokalen Medien hier in Leipzig, aber auch darüber hinaus und auch so ein bisschen in der Architekturwelt, sage ich jetzt mal. Genau. Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Also was wir uns mitnehmen, ist das Nachschärfen zum Beispiel der Umfrage, die wir hatten auf dem Online-Schauplatz. Das ist nicht so angekommen, wie wir es uns erhofft haben. Ich glaube, das wäre ganz klar, da müssen wir methodisch in die Kritik gehen und nochmal nachschärfen. Aber das ist ein Learning, was wir mitnehmen. Und da war auch eine Frage zum Beispiel, wir hatten es so gemacht, man musste sich nicht vorher registrieren, sondern jeder konnte kommentieren und teilnehmen, ob das was wäre für Künftiges, dass man doch noch einen Schritt davor schaltet, um vielleicht auch ja dann auch bestimmte Personen identifizieren zu können. Also wenn jemand zum Beispiel irgendwie auf allen, sage ich mal, Kanälen kommentiert und immer dieselben Kommentare abgibt, um da vielleicht das in der Auswertbarkeit dann rauszunehmen oder entsprechend zu frame, sagen wir es mal so. Was mich jetzt gerade noch umtreibt, das war eben ein sehr langer Prozess und jetzt hat er erstmal einen Endpunkt, aber der Matthäkirchhof, wenn Sie dort lang gehen, sieht immer noch so aus, wie er aussieht. Also Planungsprozesse dauern und bis dort ein Bagger kommt und etwas Neues entsteht, das dauert noch Jahre. Und dass man das jetzt sichert und dass das jetzt nicht abbricht, der Beteiligungsprozess, auch wenn das Förderprogramm ist erstmal beendet und wir einen, ich sag mal, vorläufigen Schlusspunkt gesetzt haben, geht es aber weiter und dass man das aufrechterhält und dafür auch die Ressourcen bereitstellt, das ist ein Thema, was uns jetzt noch umtreibt. Vielen Dank, Maria. Und ich finde das immer noch wahnsinnig beeindruckend, wie viel dir tatsächlich in so kurzer Zeit, jetzt gerade auch im letzten Jahr und in diesem Jahr passiert ist. Du hast ja im Grunde vor allem die fachliche Sicht auf den Prozess und auch die inhaltliche. Und wir haben jetzt hier heute auch noch Lucy Schmidt dabei, die nochmal eine ganz andere Perspektive auf den Prozess mitbringt. Lucy, vielleicht möchtest du uns noch erzählen, wie ihr in die verschiedenen Formate eingebunden wart und was aus deiner Sicht gut gelaufen ist und was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist. Im Prinzip schlage ich, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Also, von unserer Seite wurde diese DPass-Anwendung aufgesetzt. Dabei war es sehr besonders, dass eben, DPass ist eigentlich auf Karten aufgebaut und diese Karten wurden überhaupt nicht verwendet, sondern es wurden 3D-Entwürfe integriert via iFrame und diese 3D-Entwürfe konnten kommentiert werden und es war ja auch eben, wie schon erwähnt, eine Umfrage mit eingebunden. Wenn man jetzt dann sich das so 'n bisschen anschaut, konnte man zwischen den einzelnen Entwürfen sich bewegen und die auch entsprechend miteinander vergleichen. Und diese Einbindung konnte auch nur erfolgen, indem diese 3D-Modelle der Architekten entsprechend angepasst worden sind, damit die überhaupt vergleichbar wurden. Die brauchten also dieselbe Optik und das ist ja natürlich auch, ein Thema, dass eben die Bewertung gleichwertig verlaufen kann. Die Verwendung des Stadtmodells ist im Prinzip rundherum auch zu sehen und, innerhalb dieses Stadtmodells mussten diese Entwürfe integriert werden. Sprich, dadurch, dass die Architekten, die Daten nicht georeferenziert, also nicht am richtigen Ort geliefert hat, mussten die entsprechend verkleinert oder vergrößert werden und auch an die richtige Position geschoben werden. Weiterhin haben wir ja auch eine VR-Anwendung präsentiert. Diese VR-Anwendung wurde mit Unreal Engine 5.3 entwickelt und dabei wurde das städtische 3D-Stadtmodell verwendet, das digitale Geländemodell vom sächsischen Staat, die Baumstandorte aus dem Entwurfsplan. Das Architekturmodell wurde verfeinert, mit einer möglichen Textur oder Material versehen. Wir hatten die Freitreppe nicht. Die wurde uns noch vom Architekturbüro geliefert und Brunnen wurden angedeutet und Spielplätze wurden angedeutet, genauso auch Denkmale. Es war im Prinzip eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Architekturbüro des Siegerentwurfs und uns notwendig. Und auch die Vegetation wurde realitätsnah nur entworfen. Die entspricht nicht unbedingt genau der örtlichen Gegebenheit. Was ist dabei gut gelaufen, was ist dabei nicht so gut gelaufen? Also generell war die Zusammenarbeit sehr gut, wobei wir da festgestellt haben, wir sprechen nicht alle dieselbe Sprache. Sprich, wenn wir von 3D-Modellierung sprechen, ist es trotzdem noch ein Unterschied zu den Plänen des Architekten. Wir reden von digitalen Daten und eben nicht ausschließlich von Papier. Generell konnten wir uns aber sehr gut miteinander absprechen. Wir haben uns, ganz eng, kommuniziert und auch eben gezeigt, um was es uns eigentlich überhaupt geht
und es war jeder bereit, auf den anderen entsprechend auch einzugehen. Was ist eben nicht so gut gelaufen, das habe ich auch ein bisschen schon erwähnt. Ein einfaches Einladen der 3D-Entwürfe war leider nicht möglich. Es musste händisch nachkorrigiert werden. Es gab viele Korrekturentwürfe. Das bedeutet, dass immer wieder die Daten neu gesendet werden mussten. Und deswegen war eben auch diese direkte Abstimmung unerlässlich. Also dass wir eben direkt mit den Büros sprechen konnten. Gleichzeitig war aber auch die Zuarbeit der Architekturbüros unterschiedlich. Es gab Architekturbüros, die hatten technisch schon sehr gut aufbereitete Daten und andere mussten eben noch nacharbeiten. Es liegt natürlich daran, wie viel technisches Know-how vorhanden ist, beziehungsweise es liegt auch an den Softwaresystemen, das muss man natürlich auch sagen. Generell war das aber trotzdem gut auszugleichen, wobei das natürlich recht zeitaufwendig ist. DPAS selbst hat noch so ein bisschen seine Eigenheiten. Es konnte bisher noch nicht alles umgesetzt werden, was gewünscht war, aber er hat trotzdem eine gewisse Flexibilität, dass man sich dann auf gewisse Dinge ja noch einigen kann. Dafür gibt es demnächst bald ein verbessertes Release und da ist die Kollegin auch sehr gespannt, was da alles noch mit dabei ist, was dann alles besser laufen kann. Zum VR-Siegerentwurf, also in der VR-Anwendung kann ich auch nur sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut war. Das Architekturbüro hat Dinge geliefert, die nicht vorgeschrieben waren, haben extra Sonnensegel beispielsweise geliefert oder eben diese Freitreppe. Das war jetzt ja nicht unbedingt vorgegeben. Es ist sehr gut gelaufen, dass wir Wissen aus Hamburg nutzen durften und konnten. Und unser Problem war während der Ausstellung, dass leider unsere VR-Brille eine nicht sehr hohe Ladekapazität hat. Bei dieser intensiven Nutzung braucht sie nach 2 Stunden eine neue Aufladung. Dieser Stand war sehr betreuungsintensiv. Das wird sich aber auch nicht geben. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man einfach das Thema erklären muss, wie funktioniert die Bedienung. Und das wird sich in der Hinsicht natürlich nicht gut verbessern lassen. Und was noch schwierig war, die kurze Zeit. Wir hatten circa 2 Wochen Zeit für die Umsetzung der VR-Anwendung und das war sehr wenig. Dafür muss ich sagen, sieht es sehr schön aus und das Feedback war auch ein sehr positives. Genau. So viel zu mir. Ich würde jetzt einfach wieder zurückgeben an dich, Heike. Sehr gerne. Danke auch für deine Perspektive. Und wir haben jetzt bereits DPAS gesehen, das 3D-Stadtmodell. Du hattest auch schon Unreal erwähnt und die VR-Brille. Vielleicht möchtest du uns noch mal erzählen, welche digitalen Komponenten denn neben der Software zum Einsatz kamen und was das Projekt CAD damit zu tun hat. Welche technischen Neuerungen dabei waren, dass es im Prinzip überhaupt das 3D-Stadtmodell integriert worden ist, dass wir jetzt eine VR-Komponente haben und aus dem CAD kommt das Thema DPAS, es kommt VR. Wir haben uns vorher ausschließlich in einer 3D GIS-Welt befunden und VR ist ja so ein bisschen in Richtung Spielewelt und das zu integrieren ist generell auch für uns ein neues Themengebiet. Bei den digitalen Komponenten möchte ich noch ein bisschen was ergänzen. Wir haben ja einerseits das Thema 3D und das Thema VR und bei der 3D-Aufbereitung haben wir unter anderem die Software Esri AGIS verwendet zur Visualisierung. Wir haben auch FME, also die Feature Manipulation Engine verwendet und auch SketchUp und CAD-Programme, um die Entwürfe nachzubearbeiten. Für DPAS, das eigentlich eine Hamburger Entwicklung ist, da steht normalerweise das Masterportal dahinter, wurde aber gar nicht verwendet, sondern die Esri API, die konnte eingebunden werden. Und in Bezug auf die VR-Anwendung haben wir ja die VR-Brille, die wir entsprechend anschaffen mussten. Wir haben einen leistungsstarken Rechner, den wir hier jetzt integriert haben. Und wir mussten uns natürlich für die richtige Software entscheiden, die auch in einem Behördennetz läuft. Und das ist in unserem Fall Unreal Engine. Inwiefern sich das CAD-Projekt eine Rolle spielt, das ist sehr entscheidend, weil wir komplett aus diesem Wissenstransfer von HPA, vom LGV und auch von der DPAS-Community profitiert haben und profitieren. Es wurde schon im Vorhinein ein Prototyp von HPA entwickelt
für die Stadt Leipzig und da haben wir diesen weiterentwickelt und auch mit dem Entwickler, der diesen Prototyp entwickelt hat, zusammengearbeitet. Und was auch noch ist, wir durften den Touchtable verwenden, der für uns von Vorteil war, um das Bild, das in der Brille gezeigt wird, eben auch auf dem Bildschirm zu visualisieren. Das hätten wir so wahrscheinlich sonst nicht umsetzen können, um das so zusammenzufassen. Danke, Lucy, für die Ergänzungen und auch, dass du die technische Perspektive noch in diesen Beitrag mit eingebracht hast. Ihr habt ja beide auch schon erwähnt, dass das Ganze natürlich sehr wissensintensiv ist und dass ja auch Kompetenzaufbau notwendig war. Wir haben auch in dem Prozess festgestellt, dass die digitalen Anwendungen oft nicht alleine stehen können, auch auf Veranstaltungen, sondern dass hier ein hoher Betreuungsaufwand mit einhergeht. Habt ihr beiden denn Empfehlungen für andere Städte, die Ähnliches vorhaben? Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, und das ist jetzt auch kein ganz neues Thema, aber klar, es braucht die entsprechenden Ressourcen dafür. Und damit meine ich einerseits finanziell, aber auch personell. Und das wurde jetzt hier an vielen Stellen deutlich. Es haben wirklich hier in der Stadtverwaltung ganz viele Einheiten mitgearbeitet. Und das integrierte Arbeiten hat viel Spaß gemacht, hat aber auch Herausforderungen gehabt, dass dann plötzlich doch Personen noch, wenn das Problem auftrat, noch sehr kurzfristig einspringen mussten. Und sei es eben zum Beispiel die Betreuung der VR-Anwendung, dass es dann doch wirklich immer die Person braucht, die sie richtig gut drin steckt. Also wir hatten erst gedacht, dass wir das quasi ja, an Multiplikatoren weitergeben können, aber das war nicht so leicht. Und dann wirklich zu sagen, dass alle dann immer kurzfristig reingesprungen sind in das Thema, das muss man im Blick behalten bei so einem langen Prozess, dass dann kurzfristig doch immer wieder auch Kräfte gebunden werden, von denen man vorher gar nicht gedacht hatte. Oder auch das Aufsetzen der Umfrage. Da ging dann plötzlich was nicht und wir mussten auf ein anderes Programm ausweichen. Und dass man sich darauf einstellt, dass man flexibel ist, aber das ist irgendwie auch klar. Und ansonsten kann ich nur sagen, uns hat das viel Rückenwind gegeben, dieses Vorhaben. Und wir haben viel Lob bekommen. Und ich kann eigentlich nur sagen, es hat viel Spaß gemacht. Also ich kann es nur empfehlen, dass andere sich auch auf den Weg machen. Was jetzt bei uns noch aussteht, es wird auch eine Evaluation zu dem ganzen Prozess geben. Und das finde ich wichtig, dass jetzt wir nochmal uns da kurz zurücknehmen und sagen, okay, was nehmen wir mit? Was können wir für künftige Prozesse mitnehmen? Und was ist auch vielleicht nochmal ja, anzufassen, was wir nochmal nachschärfen. Und sonst kann ich nur sagen, es hat viel gutes Feedback gebracht und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Das finde ich ganz toll, dass du auch erwähnst, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns auch. Sehr schön. Möchtest du noch ergänzen, Lucy? Ja, aus technischer Sicht würde ich dann in dem Moment ergänzen, es ist unglaublich wichtig, den entsprechenden IT-Verantwortlichen und den IT-Dienstleister mit zu integrieren, weil, das, behördliche Netz in der Regel keine VR-Anwendung oder zumindest nicht die Nutzung einer Brille erlaubt. Anhand einer gründlichen Analyse, der Hardware und Software konnten wir das umsetzen und ein paar Tricks, die, unser IT-Verantwortlicher nur der durchführen konnte und wir nicht. Was können wir noch empfehlen? Also, eben personellen Einsatz, ja. Also, ob jetzt DiPaaS oder die VR-Anwendung, es muss wirklich jemand immer dabei sein und, das entsprechend moderieren. Bei der Nutzung der VR-Anwendung ist es wichtig, die richtige Software, die richtige Hardware zu haben. Ein Internetzugriff. Wir benötigen nämlich ein Meta-Konto und das muss ja auch genehmigt sein. Es ist unerlässlich, in intensiven Erfahrungsaustausch zu gehen, weil alleine kann wahrscheinlich eine Kommune das gar nicht stemmen, aber zusammen mit anderen ist das, denke ich mal, möglich. Und, die Daten selbst sind nicht VR-fähig, sondern müssen entsprechend aufbereitet sein und dann muss man sich da eben noch mal hinsetzen und eine entsprechende Qualitätssicherung durchführen. Aber wenn man das macht, dann ist das wirklich ein tolles Ergebnis. Apropos Ergebnis, ich würde noch mal zeigen, wie die überhaupt ausschaut, die VR-Anwendung. Man sieht die Gebäude, die uns das Architekturbüro geliefert hat und auch die entsprechende Visualisierung die eigentlich andeutet, wie es eventuell dann aussehen kann, nicht muss, ja. Und da kann man sich dann frei hindurch bewegen. So viel zu allem. Ja, danke, dass du uns auch noch mal 'n Einblick in die VR-Anwendung gegeben hast. Ich für meinen Teil nehme auf jeden Fall mit, dass hier durch den Mathieu-Kirchhof wirklich ein Vorzeigeprojekt auch der ämterübergreifenden Zusammenarbeit entstanden ist, das man gut und gerne auch anderen Kommunen so präsentieren kann. Und ich finde auch die VR-Anwendung jetzt zum Schluss war tatsächlich die gute Abrundung dieses Beitrags und
Ja, wer mehr über den Matthäi-Kirchhof, über diesen Beitrag hier erfahren möchte oder vielleicht auch noch darüber hinaus, ihr habt die Möglichkeit, hier einfach einen dieser QR-Codes aufzurufen. Einmal kann man sich hier noch mal komplett über den Matthäi-Kirchhof, den Beteiligungsprozess, den Maria vorgestellt hat, auch noch mal im Einzelnen durchlaufen. Und in dem zweiten QR-Code findet ihr auch noch weitere Sachen, die Teilprojekt 3 im CAD-Projekt macht. Ihr dürft mich gerne erst kontaktieren, ihr dürft natürlich aber auch gerne Maria und Lucy bei weiteren Fragen kontaktieren. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, Maria, Lucy, vielen Dank für die spannenden Einblicke und ich freue mich, mit euch die nächsten Projekte anzugehen. Vielen lieben Dank.